Ich wollte mich bedanken. Wegen des Portemonnaies und dass du es vorbeigebracht hast. Ja, hör zu, ich weiß, ich habe gesagt, ich komme ins Schneiders, aber... Du hast es dir anders überlegt. Bella, ich weiß, du bist enttäuscht. Wenn plötzlich jemand auftaucht und deine Mutter sein will und dann bin auch noch ich es. Okay, war's das? Du hast das Foto aus dem Portemonnaie genommen, oder? Es war das einzige von uns beiden. Ich hab's weggeschmissen. Es hat mir viel bedeutet. Warum? Weil es deine Lebenslüge so detailgetreu abgebildet hat? Nein. 1000 Gelegenheiten und nur Lügen. Du warst doch in Wahrheit froh, dass mir Frau von Anstetten noch dieses Märchen von Ute Berger als meiner Mutter aufgetischt hat. Ich war nicht froh. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was das ist. Eine Mutter. Ich hatte eine. Und auch wenn sie mich nicht geboren hat, sie war immer für mich da. Du warst nirgendwo. Weil du zu feige für alles warst. Du hast recht. Ich war zu feige und hab versagt. 27 Jahre lang, bis heute. Aber als ich dich gesehen habe, nach all den Jahren, mein Kind, habe ich mich furchtbar geschämt von mir selbst, aber ich habe auch begriffen, dass ich dich liebe und für dich da sein möchte. Hier und heute. Wenn du mich lässt. Aber wie es aussieht, komme ich 27 Jahre zu spät. Ich war gerade Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und dir habe ich auch was mitgebracht. Mal hier. Die magst du doch so gerne. Gebrannte Mandeln. Die liebe ich. Ist alles okay bei dir? Ach, Olli, ich habe den Eindruck, obwohl ich es gar nicht vorhatte, dass ich Bella doch überfordert habe. Sie wurde in den letzten Wochen ganz schön durchgeschüttelt. Ja, ich weiß. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr beide euch wieder versteht. Moment. Mama. Oh, du hättest ruhig dran gehen können. Ach, sie wollte mich bestimmt noch daran erinnern, dass ich die Bude auf Vordermann bringe, bevor sie kommt. Kennst sie doch. Ihr zwei habt dann ja bestimmt auch jede Menge zu besprechen. Ach, Olli, ich weiß das gar nicht. Guck mal, Bella hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Teil von meinem Leben sein will. Und wie die Dinge liegen, muss ich mich damit abfinden. Macht es denn da überhaupt noch Sinn, deine Mutter so zu verletzen? Ja. Weil sie die Wahrheit verdient hat. Außerdem ist Bella meine Schwester. Ich will, dass Mama das weiß. Hat sie dir denn schon gesagt, wann sie kommt? Morgen. Morgen. Naja, dann ist eben morgen der Tag der Wahrheit. Kein Problem. Vielen Dank. Ist denn alles klar bei dir? Ja, sicher. Was machst du dann mit Charlie auf dem Klo? Gute Frage. Ich schaff's einfach nicht, sie runterzuspülen. Oh, das ist doch gut. Was ist denn daran bitte gut? Das ist die Frau, die plötzlich meine Mutter sein will, obwohl sie mich nie haben wollte.
Naja, aber die Situation, die war damals doch sicherlich für alle Beteiligten ziemlich komplex. Damals. Jetzt ist meine Situation auch kompliziert. Klar. Charlie hat dich angelogen. Aber wie lange? Vielleicht ein paar Wochen. Dein Adoptivvater hat dich dein ganzes Leben lang belogen. Also ich glaube ja eher, dass du auf Charlie so anti reagierst, weil du Angst hast, ihm böse zu sein. Wieso das denn? Naja, vielleicht ist es einfach einfacher, die ganze Wut auf Charlie zu lenken, als zu akzeptieren, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Bella, du kannst die Dinge nicht ändern. Also hak sie ab. Schau nach vorn. Du hast doch keine Ahnung. Aber ich habe Augen im Kopf und ich sehe, dass du Charlie gerne kennenlernen möchtest. So richtig kennenlernen. Hey, Olli. Mach was, egal was, aber lenk mich von diesem Albtraum hier ab. Ist Bella nicht da? Nee, leider nicht. Aber es gibt Neuigkeiten. Meine Mutter hat angerufen. Nein. Aber sie will noch mal mit Charlie reden. Ja. Nicht deine Mutter. Bella. Kuckuck. Bella, Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mal mit dir sprechen. ich habe immer Zeit für dich. Aber ich kann auch später wiederkommen. Nein, 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 das schafft Luca schon alleine. Komm, wir setzen uns darüber. Da haben wir ein bisschen Ruhe. Möchtest du einen Espresso? Nein, danke. Was du vorhin gesagt hast. Charlotte. Henriette. Schaust du mich denn an wie ein Gespenst? Dann will Charlie also deiner Mutter stecken, dass sie mal mit deinem Vater... Dass sie ein Kind haben. Bella. Krass. Naja, aber irgendwie auch ein gutes Timing. Charlie will meiner Mutter rein Wein einschenken. Bella geht von sich aus einen Schritt auf Charlie zu. Vielleicht wird ja doch noch alles gut bei den beiden. Und deine Mutter? Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr, aber irgendwie kann sie einem schon leid tun. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht dabei sein, wenn sie alles erfährt. Papa war immer ein Heiliger für sie. Jedenfalls habe ich gedacht, wenn Oliver schon Heiligabend unbedingt nach England muss, dann komme ich halt 2 Tage früher. Ja, ja, natürlich. Wie gesagt, ich kann auch später wiederkommen. Oh, entschuldigt, ihr wart mitten im Gespräch und ich platze einfach dazwischen. Das ist kein Problem. Willst du uns nicht vorstellen? Ja, natürlich. Bella, das ist meine Schwester Henriette, Ollis Mutter. Das habe ich mir schon gedacht. Sie kennen meinen Sohn? Kann man so sagen. Und Sie sind? Bella. Bella ist eine Mitbewohnerin von Olli. Und die Mitbewohnerin muss jetzt gehen. Bella, Besonders höflich ist die junge Dame aber nicht. ach ja, Henny, weißt du was, ich gebe dir die Schlüssel und du fährst schon mal in die Wohnung, ja? Ich komme danach, so schnell es geht, und dann reden wir in Ruhe. Die Tür ist zu. Bella! Charlie ist sowas von feige, wirklich. Ich könnte ausrasten. Ah, Olivers Mitbewohnerin. Olli, Besuch! Olli ist im No Limits. Ach, der Herr Fritsche, Sie sind also auch noch da. Ja, hallo, Frau Sabel, warum auch nicht? Ja, würden Sie mich vielleicht trotzdem reinlassen? Warum? Weil es die Wohnung meines Sohnes ist. Ja, und der ist gerade nicht da. Ehrlich gesagt verstehe ich überhaupt nicht, warum Oliver sich ständig solche Mitbewohner in die Wohnung holt. Was wollen Sie denn damit sagen? Sie sind unhöflich und schlecht erzogen. Würden Sie jetzt bitte gehen? Bella, ganz ruhig. Ich werde mich wohl mal mit meinem Sohn unterhalten müssen. Machen Sie das, der lügt Sie bestimmt nicht an. Warum sollte er das auch tun? Du, Bella, jetzt mal ganz Andi, langsam. ich habe wirklich keinen Bock mehr, noch länger so zu tun, als wäre ich nur Ollis Mitbewohnerin. Ach ja, und wer sind Sie dann? Frau Sabel, vielleicht wollen Sie einfach noch mal in einer halben Stunde wiederkommen? Ich bin Ollis Halbschwester. Henny, Diese unverschämte Person. Du glaubst ja gar nicht, was ich mir gerade anhören musste. von wem redest du denn? Von Olivers Mitbewohnerin, diese Bella. Was ist mit ihr? Sie hat doch allen Ernstes behauptet, Wolfgang wäre ihr Vater, mein Wolfgang.
Ja, so habe ich auch reagiert. Warum erzählt diese Person mir so ein Märchen? Was habe ich ihr getan? Das ist doch eine ungeheuerliche Lüge. Henny, jetzt beruhigst du dich und setz dich erst mal hin. Charlie, jetzt sag, dass das nicht wahr ist. Doch, Henny, es ist wahr. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Warum hast du nicht mit mir geredet? Henny, ich... Du weißt, wer es ist. Stimmt's? Du musst es mir sagen. Wer ist diese Frau? Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann... Ich habe gespürt, dass Wolfgang mit den Gedanken ständig woanders ist, bei einer anderen Frau. Aber ich habe nie gefragt, weil ich Angst vor der Antwort hatte. Charlie, du bist meine Schwester. Du musst es mir sagen, wer? Wer war sie? Ich war's. Also Ollis Mutter die Wahrheit an den Kopf zu knallen, war echt keine Glanzleistung von dir. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Natürlich nicht. Trotzdem finde ich, wir hättest es Charlie überlassen sollen. Und wann soll das bitte gewesen sein dann? Am St. Nimmerleinstag? Die hat mich total verleugnet im Schneiders. Also so wie du mir davon erzählt hast, klang das für mich eher so, als ob sie einfach überfordert war. Ja, super, das ist sie doch immer bei dem Thema. Nein, 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 die Wahrheit ist raus und das ist auch gut so. Nee, ist es nicht. Du wolltest nämlich eigentlich Charlie eins reinwürgen, weil du sauer auf sie warst. Jetzt bleib doch mal stehen. Und wenn schon. Wen hast du damit verletzt? Ollis Mutter. Die kann genauso wenig dafür, dass die beiden was miteinander hatten wie du. Jetzt mal echt. Henny, es tut mir so leid. Weder Wolfgang noch ich wollten das. Es ist einfach passiert. Wie konnte ich nur so blind sein? Und dieses Mädchen? Nach ein paar Monaten wurde ich schwanger und als Wolfgang begriffen hat, was das bedeutet, hat er mir Geld gegeben für eine Abtreibung und hat sich von mir getrennt. Verdammt, jetzt tu nicht so, als hättest du ihn geliebt. Wie konntest du mir sowas antun? Wir sind Schwestern und was machst du? Kriegst ein Kind mit meinem Mann? Henny, ich habe mein Kind weggegeben, damit du nichts erfährst und deine Ehe weiterführen kannst. Weißt du, was das für mich bedeutet hat? Ich war immer die graue, langweilige Maus und du die mondäne, erfolgreiche Galeristin, die sich von irgendwelchen Künstlern im Cabrio nach Südfrankreich fahren lässt. Aber in Wirklichkeit bist du nur ein billiges Flittchen, das sich verheirateten Männern an den Hals wirft. Und jetzt? Ich glaube, das weißt du selbst am besten. Komm, guck mich nicht so an. Sag Olli einfach Bescheid, dass seine Mutter wie eine wild gewordene Furie durch Düsseldorf tobt. Und du tust, was du tun musst. Hey. Wolfgang hat dich geliebt, Henny. Ich war für ihn doch nur ein Abenteuer. Henny, er wusste ja noch nicht mal, dass es Bella gibt. Hallo. Bella. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich Sie mit der Nachricht so überfahren habe. Das war nicht in Ordnung. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man herausbekommt, dass man all die Jahre belogen und betrogen wurde. Sparen Sie sich Ihr lächerliches Mitgefühl. Und wagen Sie es nicht, sich mit mir auf eine Stufe zu stellen. Glauben Sie im Ernst, es interessiert mich, was Sie mir zu sagen haben? Ausgerechnet Sie? Henny, bitte. Wenn mein Mann und meine Schwester auch nur einen Funken Anstand im Leib gehabt hätten, dann... Was dann? Das Beste wäre gewesen,
Charlotte hätte auf meinen Mann gehört und sie wegmachen lassen. Henny, hör auf! Ich wünschte, es hätte sie nie gegeben. So redest du nicht mit meiner Tochter.